Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch einen weiteren XXL Schokoriegel und zwar backen wir heute ein XXL Duplo. Dafür brauchen wir wie schon für das Kinder Bueno eine Kastenbackform, außerdem eine biegsame und stabile Kunststoffplatte mit den Maßen 30 x 20 cm. Die Kunststoffplatte jetzt etwas biegen und in der Backform platzieren, sodass der Boden der Form eine Rundung erhält. Danach am Boden und den Seiten mit etwas Öl einfetten und dann einen Bogen Frischhaltefolie hernehmen und möglichst glatt damit auskleiden. Die Form danach kurz zur Seite stellen und weiter geht's mit dem Waffelkern. Dafür habe ich hier ein großes Waffelblatt. Das wird zunächst in 4 Streifen geschnitten, 2 Streifen mit einer Breite von etwa 6,5 und 2 Streifen mit etwa 7 cm Breite, also etwas größer als die ersten beiden. Dann 50 Gramm Zartbitterschokolade schmelzen, etwa die Hälfte der Schokolade, zunächst auf einen der größeren Waffelstreifen verstreichen, den zweiten Streifen darauf ankleben und das Ganze für die beiden kleineren Streifen wiederholen. Die Waffelkerne danach zum Aushärten zur Seite legen und wir machen mit der Nuss-Nougat-Füllung weiter. Dafür 200 Gramm schnittfeste Nuss-Nougat-Masse, 100 Gramm Zartbitterschokolade und 100 Gramm Nutella in einen kleinen Topf geben und bei niedriger Hitze und ständigem Rühren darin schmelzen lassen. Dabei immer schön über den Topfboden streichen, damit daran nichts anbrennen kann, und sobald alles geschmolzen ist und gut miteinander verrührt wurde, den Topf vom Herd ziehen und etwas mehr als ein Drittel davon in die vorbereitete Backform gießen. Die Form dann etwas hin und her rütteln, damit sich die Nuss-Nougat-Masse gleichmäßig verteilen kann und dann den kleineren der beiden Waffelstreifen auf der Nougat-Masse andrücken, die Form danach zum Auskühlen für etwa 25 Minuten in den Kühlschrank stellen, dann wieder herausholen, die restliche Nuss-Nougat-Masse in die Form gießen, mit einem Pinsel gleichmäßig darin verstreichen, außerdem die zweite Waffelschicht vorsichtig darauf andrücken und die Form danach nochmals für etwa 25 Minuten in den Kühlschrank stellen. Sobald die Nuss-Nougat-Masse fest ist, 150 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, über die Waffelschicht gießen, mit einem Pinsel gleichmäßig bis in die Ecken darauf verstreichen. Und wenn das erledigt ist, muss die Backform ein letztes Mal zum Aushärten in den Kühlschrank. Dieses Mal für etwa 1 Stunde, so kann die Schokolade und die Nuss-Nougat-Masse richtig schön fest werden. Und wir können das Duplo danach aus der Form heben und vorsichtig auf die Arbeitsplatte stürzen. Jetzt die Frischhaltefolie abziehen und zum Schluss einen Teelöffel hernehmen und für das typische Muster auf dem Duplo kleine Einkerbungen einritzen. Einfach so ein bisschen wellenförmig. Und wenn das erledigt ist, ein Backpapier auslegen, mittig 2 gleich große Kaffeetassen darauf platzieren. Danach das Duplo vorsichtig auf die Tassen setzen und jetzt weitere 250 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, 10 Gramm Palmin zur Schokolade geben, gut miteinander verrühren und sobald die Schokolade richtig schön flüssig ist, das Duplo mit der Schokolade übergießen, bis der gesamte Riegel mit einer dünnen Schokoladenschicht überzogen ist. Um das eingeritzte Muster etwas sichtbarer zu machen, den Riegel abschließend vorsichtig etwas hin und her rütteln. So kann die überschüssige Schokolade besser ablaufen und danach muss das Duplo nur noch komplett aushärten. Wie immer zum Schluss am unteren Rand die Schokoladenspitzen entfernen und so sieht das fertige Duplo dann aus. Hier das Original daneben. Jetzt schneide ich es noch einmal an. So sieht es dann von innen aus. Der Waffelkern ist wunderbar zu erkennen. Auch hier nochmal das Original daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.
Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.